Okay. So, es führt dann da rein. Hier durch. Okay, einmal rundherum. Mhm. Hier wäre schon mal ein Ausgang. Dann verteilt es sich hier. Ja. Und hier geschah ja die Vergiftung. Direkt beim Belüftungsauslass. Ja. Hm. Excuse me, but I have to tidy up this room. Ja, okay. Wir wollen die Putze ja gerne nicht aufhalten. Ja. Ah, mit dem können wir was sagen. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Mhm. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Interessant. Locked. Ja, eine verschlossene Tür kann doch Sherlock Holmes nicht aufhalten. Okay, scheinbar kann dies doch. Locked. Was ist sowas? Aufmachen! Hm. Haben Sie den Schlüssel? Wow! Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now all of a sudden he is trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Alrighty then. Albert! Ich weiß ja nicht, wie man in botanischen Gärten aufräumt, aber so garantiert nicht. Ich meine, räumt er mit seinen Augen auf, oder? Ihr könntet sicher die Finger schmutzig machen. Do you hold the keys to all of these locked doors?
Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Natürlich. Thank you, young man. We shall see you again soon. Das heißt, wir können uns nicht in die Umkleide schleichen. Das heißt aber auch, niemand anders kann da rein, um sich umzuziehen. Hm. Ja, wie ich schon sagte, eine verschlossene Tür kann mich nicht aufhalten. Noch weniger, nachdem du den Schlüssel hast. Hm. French wine. A remarkable vintage. Hey, ich wette, der Tod hat nichts dagegen, wenn ich mir einen Schluck genehmige. Champagne. Montague Dunn had good taste. Ich sag's ja. Watson, wir bleiben eine Weile hier. Sind das Damenhandschuhe? Schwer zu sagen. Oder Gartenhandschuhe? Ja. Liebste Margaret, nach unserem letzten Gespräch glaube ich, wäre es besser, wenn du deine Arbeit hier in Kew Gardens einstellen würdest. Wie du ziemlich offen festgestellt hast, bist du ja nicht mehr auf meine Unterstützung angewiesen. Denn du stehst offensichtlich auf eigenen Füßen, wie du gemeint hast. Nun, so gebe ich dir deine Freiheit zurück und wünsche dir viel Glück in deinem künftigen Leben, Montague Dunn. Aha. Newspapers discussing Kew Gardens. Neue Pflanzenart. Die Belegschaft in Kew Gardens verkündet voller Stolz die Züchtung einer neuen Gerstenart, die völlig resistent gegenüber Kälte ist. Folgerichtig wurde sie sibirische Gerste getauft. Martin Hamish, der stolze Züchter der neuen Getreideart, wird am kommenden Montag eine Pressekonferenz zu diesem Thema abhalten. Wow. Alle Achtung, Mr. Hamish. Alle Achtung. Eine A Fotografie. photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Ey, sah ja sehr nett aus. Hey, ich glaube, ich habe das Bild schon in Epic Mensch gesehen. Alles hängt miteinander zusammen. Oder die Entwickler waren einfach nur zu faul, ein neues Bild zu geben. Oh, was ist das denn? Ein Puzzle. Ich würde sagen, ein Tresor. Ja. Ja, so. Ja, da ich ja noch keine Ahnung habe, was der Code sein könnte, bringt es ja jetzt nicht wild rumzudoktern da. Ja. Obwohl, vielleicht kann man den Code rauskriegen, indem man das macht, was der Gute dann getan hat, bevor er ihn geöffnet hat, sich volllaufen lassen. Na, lol. Naja, wäre doch ein Versuch wert. Wie viele Flaschen Champagner können Sie auf Ex trinken, Watson? Ja, nach dem ersten. Nee, gut. Mhm. Bringt Na das ja. überhaupt bei Champagner? Na gut, dann kriegst du den Wein. Locked. Sieht für mich nicht lockt aus, mein Guter. Oje, mein Spinnensinn klingelt. Oh, da brennt Feuer. Guck mal ins Feuer rein. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Ich würde mal sagen, das ist wahrscheinlich Miss Whites Schreibtisch hier. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Ah. Tobi!
a botany book. This student's book belongs to Albert. Mhm. Ach, das ist wohl die Umkleide. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Wow. Ah, die liebe ich, solche Rätsel. Yay. Ach du Schande. Hihi. Gut, dann machen wir es halt so erstmal. Ja. Haha! Geht doch. Open. Ja. Sein Wort ist so mächtig, dass die Tür von selbst aufgeht. Miss White's locker. Okay, nicht, was ich erwartet habe. A vanity purse. It is of high quality. Woher hat sie das ganze Geld dafür? Mhm. Margaret, wir waren ganz überrascht, als wir deinen Brief erhalten haben. Kannst du uns nur um Geld bitten nach all den Jahren, seitdem du uns verlassen hast und in denen du nicht ein einziges Mal an uns gedacht hast? Bisher hast du uns nie etwas über dein Studium verraten, aber jetzt auf einmal tust du es doch? Vermutlich schämst du dich einfach für uns, weil wir nicht aus derselben oberen Klasse wie deine neuen Freunde stammen. Ja, wir sind bescheidene Menschen, aber du hättest zumindest von uns lernen können, dass die Menschen an erster Stelle kommen sollte. Zumindest haben wir nie unseren Ruf ruiniert, wie du es offensichtlich bereits mit deinem Arbeitgeber Mr. Dunn getan hast. Nein, Margaret, wir sind es, die sich wegen dir schämen müssen, deine Eltern. Wow. Ja, klingt nicht gerade nach einer selbstlosen Person, die gute Frau. Mhm. These jewels must be worth a small fortune. Ja. Liebe Margaret, ich weiß, wie sehr dich deine Geldprobleme im Moment belasten. Ich werde jedoch nicht zulassen, dass du in solch einer Zwickmühle bleibst. Da kannst du dir sicher sein. Ich stamme aus einer wohlhabenden Familie und ich würde es als große Ehre erachten, wenn du meine Unterstützung annehmen würdest. Dein treuer Freund Albert. Golddigger. Apparently, Miss White is a capable student. In Chemie, interessant. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Den wir nicht durchlesen, scheinbar. Ah. Martin Hamish's locker. Ja, sieht doch nett aus. Ja. Father and I, Kew Gardens. Okay. A Fällt auch nicht review auf. on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Sehr geehrter Herr Generalsekretär, aufgrund der jüngsten Ereignisse in Kew Gardens möchte ich meine Bewerbung um den Posten des Direktors erneuern. Wie ich bereits in meinem früheren Briefwerk bekundet habe, halte ich niemanden für besser geeignet dafür als mich selbst. Als Mr. Montague Dunn noch am Leben war, konnte ich Ihre Bedenken in dieser Hinsicht verstehen. Sie hat politische Gründe und ich hatte mich selbstverständlich damit abgefunden. Doch jetzt herrscht große Unordnung in Kew Gardens. Wie kann ich in dieser Situation tatenlos zusehen? Kann ich die Gärten unerfahrenen und unmotivierten Menschen überlassen? Und daher muss ich Sie bitten, schnellstmöglich eine Entscheidung zu treffen, damit ich mich mit voller Stärke dieser wichtigen Aufgabe widmen kann und nicht mehr belastet werde durch die fortwährende Ungewissheit. Aha. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Mhm.
Albert's locker. Schiffsbau? A picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Royal Naval College. Sir, mit Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass wir Sie trotz Ihrer hervorragenden Ergebnisse bei unserer Eingangsprüfung nicht auf dem Royal Navy College willkommen heißen können. Ihr Vater, Mr. Montague Dunn, hat seine Absicht zum Ausdruck gebracht, Ihnen die Leitung der königlichen botanischen Gärten Kew Gardens anzuvertrauen. Und es erscheint selbstverständlich, dass er nicht ein ganzes Jahr, das Sie für die Marineausbildung benötigen, auf Sie verzichten wird. Wir wünschen Ihnen viel Glück für Ihre Zukunft in Kew Gardens. Hochachtungsvoll Typ, dessen Name zu kompliziert ist, um auszusprechen. Le Marchand. Okay. Gut, dann für mich zu kompliziert ist, um ihn auszusprechen. Ja, Holmes, ich wollte die Tür vielleicht mal wieder zumachen. Fällt sonst auf, dass er drin war. Oh. Ah, sehr gut. It appears as though the protective equipment is missing from here. Das sieht mal interessant aus. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? Natürlich. Wird man sonst Schutzkleidung haben? Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. Hochinteressant. Das ist natürlich einfach, weil der Teil ist ja nicht verschlossen. Da Hm. käme jeder ran. Und es wäre ein leichtes, irgendjemandes Sachen zu verbrennen, um eine falsche Fährte zu legen. Hm. Okay. Hat hier jemand seinen Salat stehen lassen? A phonograph used for voice recording. Remarkable. Yes, this is quite a modern laboratory. Edison, natürlich. Ah, okay. And it seems clear from these multiple experiments that plants to respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Mhm. Dann zum nächsten. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Ah, interessant. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept in good order, Holmes. Danke, Watson, das habe ich gebraucht. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. So. Ich würde mal sagen, wir sind hier langsam fertig mit dem Durchsuchen. Wir können ja Mr. Hamish noch fragen, vielleicht kann er noch was sagen. Ah, Tatsache. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. Der Einzige mit der Leidenschaft für Pflanzen. Fotografie mit Vater, würde ich mal sagen. Oder? Jo! I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite.
But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Mhm. Dürften wir jetzt auch noch woanders rein können. Schauen wir mal. Ach, die